Hallo Diakon Edgar, du hast vor kurzem den ersten Newsletter zum Weltjugendtag 2027 hier in Korea verschickt. Wieso das denn? Das sind doch noch 3 Jahre hin. Naja, weißt du, schon im August 23, also unmittelbar am Ende des letzten Weltjugendtags in Lissabon in Portugal, begann es, dass ich ganz viele E-Mails und Nachrichten bekommen habe, Anfragen aus dem deutschsprachigen Raum mit ganz vielen Fragen zu Unterkunft und Verpflegung und Programm, alles Fragen, die ich im Moment noch gar nicht so richtig beantworten kann. Und ich bin nun mal der einzige Seelsorger hier in Korea. Die Anfragen können einfach nicht alle einzeln von mir beantwortet werden. Und deswegen habe ich diesen Newsletter eingerichtet. Die Infos daran kommen aus dem Weltjugendtagsbüro hier in Seoul. Wie oft erscheint der Newsletter denn? Ja, der erscheint immer dann, wenn es neue Infos gibt, die ich im Laufe der Zeit sammle und dann gemeinsam veröffentliche. In den nächsten Monaten, vielleicht 1, 2 Jahren, wird das nicht so oft der Fall sein, danach wahrscheinlich häufiger. Wen möchtest du denn mit dem Newsletter erreichen? Zuallererst mal alle Verantwortlichen in den deutschsprachigen Bistümern, also in Deutschland, in Österreich und der Schweiz. Und dann überhaupt alle, die sich für den Weltjugendtag interessieren, also zuerst natürlich die Jugend, dann die Eltern und auch alle Kolleginnen und Kollegen in der kirchlichen Jugendarbeit. Ich bin neugierig. Was steht denn im aktuellen Newsletter drin? Ich stelle zunächst mich vor und unsere deutschsprachige Gemeinde hier in Korea mit allen Links, wie man uns online erreicht. Und dann kommen die Informationen aus dem Weltjugendtagsbüro hier in Seoul und auch weltweit. Viele Infos sind in verschiedenen Sprachen verfügbar, das meiste auf Englisch, und es werden noch weitere Sprachen dazukommen. Steht denn der genaue Termin für den Weltjugendtag schon fest? Es gibt einen Wunsch hier, und der Wunsch lautet, dass der Weltjugendtag Ende Juli, Anfang August 2027 stattfinden wird. Da gibt es Verhandlungen zwischen Seoul und Rom, also dem Vatikan, aber eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Und gibt es schon Veranstaltungen hier in Korea, die auf den Weltjugendtag vorbereiten? Ja, tatsächlich. Das Weltjugendtagsbüro hier ist sehr engagiert, sehr fleißig. Am 28. Juli 2024 zum Beispiel findet um 14 Uhr die Kick-Off-Veranstaltung bei der Kathedrale in Seoul statt, für die zurzeit vor allem bei den internationalen Gemeinden geworben wird. Es soll ein buntes Fest werden. Wir haben das Anmeldeformular und die Infos über das Fest hier unter dem Video verlinkt. Was gibt es noch so zu berichten? Ja, weißt du, Weltjugendtag heißt ja, es begegnen sich junge Menschen aus der ganzen Welt. Das ist eigentlich eine riesengroße Wallfahrt. Und dazu gehören auch und vor allem Gottesdienste und gemeinsames Gebet. Das Erzbistum Seoul hat ein Gebet veröffentlicht, das zurzeit überall verteilt wird und das der geistlichen Einstimmung und Vorbereitung dient. Den englischen Text schreiben wir unten in die Kommentare. Ich habe hier so ein Exemplar davon. Was ist dein persönlicher Wunsch an den Weltjugendtag? Unsere Welt braucht dringend Frieden und Versöhnung unter den Völkern. Um das zu erreichen, brauchen wir nicht nur höchste Anstrengungen auf politischer Ebene, sondern vor allem Begegnungen der Menschen. Wer könnte das besser als die Jugend der Welt? Daher wünsche ich mir den Weltjugendtag als ein einziges großes Friedensfest, bei dem wir uns bewusst machen, dass Gott im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns steht. Dann werden geistliche Brücken zwischen den Menschen untereinander und zwischen Mensch und Gott gebaut. Und diese Brücken machen dann unsere Welt etwas besser und etwas stabiler. Vielen Dank. Sehr gerne.